Darklands, das Fetischfestival. Vielleicht auch der Arbeitstitel unserer Folge. Alternative Ficken, Feiern, Fröhlichkeit wäre die Alternative. Ja. Wir sprechen, oder ich spreche wahrscheinlich, weil ich schon zweimal da war. Ich habe keine Ahnung. Ich Über habe gar keine Darklands, Ahnung. Ja. weil das jetzt ja auch tatsächlich in 2,5 Wochen ansteht. Und viele auch einfach ganz oft schon gefragt haben, was erwartet mich da? Ja. Das ist einfach so schwierig greifbar, dieses Festival in Antwerpen in Belgien. Und wir wollen euch mal ein bisschen durch das Festival führen. Ich bin gespannt. Ich habe Fragen, du hast Antworten. Ich würde sagen, wir starten, ne? Alles wie immer. Alles wie immer. Und wir haben Sekt. Also, geht los. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Hello. Ja, wir sitzen wieder in einem neuen Studio. Es hat kein Ende. Für alle, die uns im Video schauen, wir haben mal wieder ein neues Studio. Wir scheuen keine Kosten und Mühen. So, wir haben immer wieder eine neue Location. Es wird hier wöchentlich renoviert, nur damit euer Podcast-Erlebnis in Videoform immer einen anderen Hintergrund hat. Ich finde es aber schön, wie wir aus jedem noch so mülligen Raum immer wieder ein doch schönes Studio hinbekommen. Demnächst sitzen wir im Müllraum. So, oh. Hätte auch was, außer dass es da vielleicht stinken würde. Ja, wir hatten draußen einen großen Müllcontainer. Könnte man sich reinsetzen. So, also auch das. Ja. Super. Ja, wir haben auch schon überlegt, vorhin, die Sonne scheint heute gerade so schön, die wir jetzt hier aussperren mussten mit schwarzen Stoffen. Wir können auch vielleicht im Sommer wirklich mal eine Outdoor-Folge machen. Unbedingt. Das wäre ganz schön. Ja, aber heute ist noch nicht Sommer, es ist Winter. Februar. Ja, Winter, Frühling. Winter. Mehr Winter als Frühling. Ich bin relativ verschnieft. Deswegen, ich hoffe, ich rotze nicht irgendwann in dieses Mikrofon rein. Aber selbst wenn, so what, weil wir schneiden ja nicht. Herzlich willkommen zu Schwarz und Eng. Wir sind in der Folge Nummer 12 gelandet. Und wir haben Kaffee, Fanta und Blubberwasser. Eine super Mischung. Vor allem Milch und Blubberwasser wird, glaube ich, richtig gut. Das zündet. Tatsächlich, du hast die Flasche eben gerade versucht zu öffnen. Es ist fast in einem Fiasko geendet, weil es war sehr viel Druck drauf, ne? Da war ganz schön viel Druck drauf bei mir. Ja. Wenn wir schon über diese Flasche Sekt reden, wir benennen das Kind jetzt mal beim Namen. Ja. Es ist ein alkoholisches Getränk mit Müssen Blubber. wir auch mal ganz ehrlich sagen. Vielen lieben Dank an den lieben Marc, von dem die Flasche stammt. Der hat mich im September schon angeschrieben, dass wir mal was Gescheites trinken sollen, nicht immer nur diese Rotkäppchen-Plörre. Ja, hat funktioniert. Ich muss jetzt mir das Etikett auch nochmal angucken. Wir machen aber keine Produktwerbung. Nee, ich werde den Namen nicht sagen, aber ich werde es beschreiben. Es ist rosa, natürlich. Wir sind schwul, es muss rosa sein. Es ist auch so klischeehaft. Ne? Es ist ein rosa Etikett und Hochgewächsrosé. Pinot Nobel. und Chardonnay. Ah, toll. Müssen wir gleich mal testen. Die Story dazu ist noch ganz lustig, bevor wir eigentlich zum eigentlichen Thema kommen. Wir haben es nicht geschafft, das bei der MOG im September zu übergeben, weil konnte man natürlich nicht mit auf Schiffen mit hochnehmen, die Flasche. Auf jeden Fall kam sie dann über Umwege, über die Gearblast, glaube ich, hieß das Event im Oktober in Karlsruhe. Bestimmt. Kam sie über ein Event im Oktober, über einen Freund aus Berlin dann nach Berlin und über Berlin dann zu mir nach Hause und seitdem wartet sie darauf, dass sie jetzt getrunken wird und von daher sind wir jetzt hier da. Vielen Dank für den Deck Sekt, wir müssen ihn jetzt gleich mal testen. Dann würde ich sagen, bevor wir stoßen wir doch mal an. Ne? Cheers! So, erstmal das Wichtige vorab. Okay. Oha, der ist richtig gut. Oh. Okay, ich nehme meinen Hut. Das ist ja wirklich lecker, das könnte gute ich mich Zeug. jetzt dran gewöhnen. Also wenn wir gleich in den nächsten 30 Minuten einfach sturzbetrunken sind, dann liegt es daran, dass wir davon zu viel hatten. Weswegen sind wir denn eigentlich hier heute? Weswegen sind wir hier? Wir haben es ja schon vorweg gesagt und verraten. Wir sind hier, es dreht sich um ein Event. Es dreht sich um Darklands. Genau. Es ist in aller Munde. Vorweg kann ich schon mal sagen, ich bin nicht dabei dieses Jahr. Ich habe mir vorgenommen, nächstes Jahr dabei zu sein. Aber ich habe Fragen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen und ich hoffe, Markus hat Antworten. Ja, vielleicht. Wie so oft. Opa erzählt mal wieder vom Krieg. Genau, Opa hat ein bisschen Erfahrung gesammelt und es ist eine Veranstaltung, die stattfindet in den schönen Niederlanden. Mein MacBook geht schon. Nein, Quatsch, in Belgien. Belgien? Ja. Antwerpen ist in Belgien. Man fährt mit dem Auto durch zwei Länder, also zwei Länder. Das ist für mich dasselbe. Ja, okay. Belgien, Holland, das ist dieselbe Ecke. Ich war mal auf gut Geografie. Nein, das ist ein gutes Stückchen tatsächlich von hier und das ist Belgien. Das ist Belgien. Ja, gut. Ja, richtig. In einem kleinen verschlafenen Nest Unangenehm. in Antwerpen.
Ja. Sehr schöne Stadt. Also Genau, von dem, da- was ich bisher davon gesehen habe. Da findet was statt. Mir wurde gesagt, das ist irgendwie eine große Industriehalle. Es ist ein Industriegebiet. Wie viele Menschen kommen da irgendwie hin? Circa? Tausende? Tausende, ja. Ich glaube, da passen ein paar Tausend rein in die Halle. Also ich kann es dir nicht genau sagen, wie viele es am Ende waren, aber es ist größer als alles, was ich bisher irgendwie gesehen habe. Ja. Du hast mir vorhin nur kurz verraten, weil wir haben uns ganz kurz ausgetauscht darüber. Du warst schon zweimal da, richtig? Genau. Ja. Ich war 2023 das erste Mal zu zweit mit einem Freund aus Hamburg. Und dann 2024 jetzt nochmal mit einer größeren Truppe war mein Freund auch dabei, der dann jetzt wiederum das erste Mal da war. Genau, und dieses Jahr dann die Nummer 3. Dieses Jahr ist 15 Jahre Jubiläum sogar. Deswegen waren die Tickets jetzt relativ schnell ausverkauft. Ich glaube, es ist auch tatsächlich ausverkauft mittlerweile. Und es ist leider auch das letzte Mal in der Halle. Das habe ich auch weil gelesen. die renovieren, die Halle ist an dem Fluss und die renovieren ab jetzt irgendwann dann die Promenade das ist relativ hoch quasi, also das Wasser ist viele Meter unterhalb der Promenade und die renovieren sie irgendwie und die Halle wird aber 2030 oder so abgerissen und anscheinend war es das dann jetzt mit Darklands halt in der Halle. Ja, okay, spannend. Das heißt also im nächsten Abrissparty. Abrissparty. Ja. Wann genau findet die statt? Das geht jetzt dann in 2 Wochen. Nee, jetzt muss ich mal ganz kurz in meinen Kalender gucken. Ich bin ja völlig außer Zeit und Raum hier. Wie immer. Markus ist ja auch immer nur irgendwie in Berlin unterwegs. Also es sind quasi noch 3 dann Wochen. wieder in Hamburg. Es geht am Donnerstag, ich glaube am Mittwoch, den 26. sogar schon los mit so Pre-Party, bin ich mir ganz sicher. Also wir reisen auf jeden Fall am Donnerstag an, den 27. Habe ich das richtig? In deinem Kalender steht Packen und Waschen drin? Packen, Waschbox, Bügel. Ich habe schon so eine Art Gedankenliste, was ich alles mitnehmen muss zu Darklands. Guck mal, wie organisiert Markus ist. Hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du so Ich bin mega organisiert. bist. Ey, immer wenn mir was einfällt für so Events zum Packen, schreibe ich das mir schon für einen Tag vorher auf, sonst vergesse ich die Hälfte. Profi-Tipp auch für euch. vor allen Dingen- Also steht in seinem Kalender tatsächlich so 1:1 drin. Ja, Jetzt hab ich- Lacklaken, um das Hotelbett zu schonen. So, jetzt habe ich gerade schon interner von, ich hoffe, das war okay, wir schneiden ja, Ja, nicht, ja, aber alles Cut! Cut, okay, wie retten wir das? Nein, mega. Nee, tatsächlich, Ja. mache ich häufig bei so Events, was sonst vergesse ich die Hälfte. Vor allen Dingen in dem Zuge jetzt auch, da es ja 5 Tage sind, muss ich zwischendurch mal Rubber waschen. So, Verständlich, Das habe ich ja. letztes Jahr auch gemacht im Waschbecken und dieses Jahr nehme ich mir meine Waschbox halt mit, weil je nachdem, wie klein oder groß das Waschbecken ist, wird das halt Pain. Ja. Ja, genau, also das sind so Profi-Tipps schon wieder. Nee, wir bleiben dann tatsächlich Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag fahren wir nach Hause. Ja, und das okay. Event endet auch am Sonntag endet es in der Halle und Montag ist, glaube ich, auch wäre theoretisch noch in so einer Bar, glaube ich, so ein Ausklang, aber Ja. wir machen Montag dann zurück. Reicht dann schon 3 Tage Urlaub dafür zu opfern. Ja. Ist es aber auch wert. Genau, ist es wert. Was genau, wenn du Darklands jetzt jemandem beschreiben müsstest, wie mir zum Beispiel, der da noch nie war, der sich vielleicht auch wenig informiert hat, außer dass er weiß, dass da ganz viele hinfahren, was ist das? Es ist so schwierig greifbar. Wie du so vorhin so schön sagtest, Ficken, Feiern, Fröhlichkeit. Was vielleicht auch der Arbeitstitel sein könnte. Ich habe das einfach so aufgeschrieben. Ficken, Feiern, Fröhlichkeit, ja. Aber was ist, da kommen Menschen zusammen, die feiern. Also da kommt auf jeden Fall die ganze Welt zusammen. Vor allen Dingen natürlich auch verstärkt also viel Europa, was sehr zentral am Ende des Tages liegt in Antwerpen. Man kommt auch von Amsterdam sehr gut mit dem Zug rüber, also man kann nach Schiphol ganz gut fliegen und kann dann mit dem Zug dahin fahren. Mit dem Auto ist es ja auch gut erreichbar. Es ist so schwierig greifbar. Es ist einfach völliger Overload an Event. Wenn ich jetzt mal so einen typischen Darklands-Tag mal ganz grob beschreiben würde, vielleicht kann man es damit etwas besser greifen. Also im Endeffekt kannst du schon gegen frühen Nachmittag dahin. Das Ding hat wirklich von früh bis spät was zu bieten. Du hast nachmittags, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, meine ich, ist eine Day Fair, also eine Art Messe. Das heißt, in der Party Area oder neben der Party Area ist ein riesengroßer Bereich, wo Verkaufsstände aufgebaut sind, aber auch Informationsstände und so weiter. Ja. Da sind Rubber-Labels, da sind PVC-Klamotten von Mr. Regilio, die haben einen riesengroßen Stand oder halt sämtliche Materialien. Da sind irgendwie Masken, Lederverkäufer, Carraras da für Cages zum Kaufen, Kaft-Store, um irgendwie Restraints zu kaufen und die anzugucken, mal anzuprobieren. Nachmittags ist da schon Barbetrieb so ein bisschen, das heißt, du kannst einfach dann Socializen machen, da ist halt kein DJ daran. Und dann gibt es halt nachmittags tatsächlich auch so Masterclasses, also extra, wo man sich anmelden muss, wo sie zum Beispiel Bondage-Vorführungen machen oder halt Talks und sowas. Okay. Das ist total verrückt, Ja. was die alles bieten, ne?
Und das geht dann quasi gegen späten Nachmittag, frühen Abend, so langsam Richtung, es gibt dann noch ein Catering, kannst auch essen dann den ganzen Nachmittag. Es gibt auch einen Secondhand-Flohmarkt dann dort noch. Und das haben aber nicht alle Bereiche offen tatsächlich nachmittags, klar. Die Main Hall mit dem Haupt-Dancefloor natürlich nicht. Und gegen Abend, ich glaube 18, 19, 20 Uhr in den Dreh rum, machen dann die ersten Stages auf und gegen 20 Uhr oder so ist, glaube ich, dann eher Partybeginn und 22 Uhr macht immer die Main Hall dann auf noch, der große Tanzfloor. Krass, okay. Also mein Darklands-Moment war eigentlich im ersten Jahr, wo ich da war, also um 22 Uhr waren wir Donnerstagabend, macht das erste Mal Freitagabend? Oh, ich bin schon ganz verwirrt. Donnerstag oder Freitagabend macht das erste Mal die Mainstage auf. Ja. Ich glaube, es war sogar der Freitag. Da standen wir um Punkt 22 Uhr vor den Türen und wollten da als erstes sind rein und ich habe so mir ist der Kinnladen runtergeklappt. Das war für mich auch das größte Festival, wo ich bisher war, mit der größten Bühne. Ja. Und für mich fühlt es sich so ein bisschen an wie so Mini-Tomorrowland. Ich komme rein, es war eine riesengroße Bühne mit wahnsinnig riesiger LED-Leinwand und dann haben die ihre Opening-Show gemacht. Und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war damals so ein Wow-Moment einfach für mich. Ganz unabhängig von dem Fetisch, was du noch drumherum hast, war das einfach beeindruckend, diese ganze Location. Also das ist schon mal, siehst du ja schon, tagsüber kann man schon ganz viel machen, wenn man natürlich die ganze Tag in der Halle verbringen möchte. Also es ist auch schön, einfach mal Antwerpen sich anzugucken, wenn schönes Wetter ist. Ja, und abends ist dann einfach wirklich Party. Also, Party plus. Ja. Du hast drei Locations. Es gibt einen Popfloor, zwei, ich glaube, also den Main Floor, da ist halt, glaube ich, so Elektro, Techno in die Richtung und einen dritten Floor noch, auch eher härtere Musik. Und da kannst du die ganze Zeit hin und her pendeln. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen wie, ich erzähle ja ganz oft aus dem KitKat, du kannst halt dich sehr viel bewegen dort, du kannst aber auch wieder socialisen. Es laufen einfach wahnsinnig viele Menschen in verschiedensten Fetischen oder gar keinen Klamotten rum. Und du kannst am Ende ganz viel Party machen. Oder es gibt halt auch einen unfassbar großen Spielbereich. Alter, zu später Stunde Samstagabend wirst du da bloß noch durchgeschoben. Was dann einfach... Der Druck ist halt groß, ne? Ja, verständlich. Also ich kenne das nicht anders von mir selbst, aber... Also es gibt einen großen Spielbereich, die wollten dieses Jahr aber umbauen. Ich weiß nicht, wie der dann dieses Jahr wieder aussieht. Letztes Jahr gab es neben der Hauptbühne für Freitag und Samstagabend gab es den riesengroßen Spielbereich mit dem riesengroßen Fistbereich, wo sie quasi im Kreis Slings aufgebaut haben. Die waren dauerhaft belegt, das waren bestimmt 20 Slings, das war ein großer Kreis und das war der einzige Bereich, wo man fisten durfte, weil die Angst hatten, dass das Loop auf dem Boden halt sonst zu glitschig wird in anderen Bereichen. Sinnvoll und schlau. Ja, wie willst du das auch deiner Haftpflichtversicherung erzählen? Ich bin auf dem X-Loop ausgerutscht und hab mir was gebrochen. Okay, das heißt aber, also okay, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Das kann man sich ganz schwierig vorstellen. Genau, wenn man selber nicht da und du erzählst das so, das ist ja super schwierig zu greifen. Selbst für mich ja. Ja, aber das heißt, es ist wirklich dieses Ding von, ich kann dort einfach ausgelassen feiern, da läuft viel Fetisch rum. Ich kann in die oder auf die Spielwiese gehen und dort einfach mich selber ausleben und auch jeder ist da wahrscheinlich wieder so willkommen, wie er ist. Und das ist das Geile, da laufen die wildesten Fetische rum und es guckt halt einfach mal wieder keiner schräg oder sowas, sondern lässt jeden machen. Ja. Du kannst da auch wirklich einfach nur, jetzt sag mal, ähnlich wie die Gear and Dance ja in Deutschland, einfach auch wirklich nur in Gear hingehen und einfach zu der geilen Musik da abtanzen und einen schönen Abend haben. Tatsächlich, das erste Jahr, als ich dort war, lief bei mir wirklich gar nichts auf der Party, weil es war auch Überforderung so ein bisschen. Ich war Anfang 23 auch noch nicht so wild, wie ich jetzt bin. Oder so abgebrüht. Verdorben, du Verdorben. Wirklich, also ich hatte gar nicht das Bedürfnis, dass da was läuft. Weil für mich war das Event in sich so beeindruckend und so toll, dass ich da gar keinen Drang hatte, jetzt irgendwas Sexuelles zu machen. Zumal für mich persönlich war das tatsächlich wirklich schon zu Overload groß, als dass ich da jetzt irgendwas machen musste. Da fühlte ich mich fast schon wirklich zu beobachtet, weil dieser Haupt-Darkroom, der ist halt wirklich, das ist so krass überlaufen. Da findest du dort wirklich keine ruhige Ecke, wo du mal sagst, ich gehe da mal zu zweit hin. Du kannst aber theoretisch auch einfach auf der Tanzfläche machen. Also ich habe dann auch zu späterer Stunde genug gesehen, die halt dann irgendwie auf der Tanzfläche rumgelutscht haben irgendwo. So. Auch schön. Ja, also es ist nichts, ist alles erlaubt, was gefällt. Schön. Also das klingt irgendwie total... es ist ungezwungen in einer gewissen Form und es ist halt wieder wichtig, dass du am Ende mit Leuten da bist, denen du vertraust, wo du auch weißt, dass du immer jemanden um dich hast, wenn mal irgendwas ist. Aber ansonsten kannst du da alles und nichts haben, sag ich mal. Und was halt wirklich auch ein Highlight war, waren dann, wenn man nicht gerade tot von der Nacht war, nachmittags halt dann die Dayfair.
Also weil da wirklich dann irgendwie alle versuchen da nachmittags mal irgendwie hinzugehen, weil sie doch Bock auf Socializen haben. Da trifft man dann halt auch aus der Community wahnsinnig viele Leute, die man irgendwie kennt oder spricht auch mal mit Leuten aus dem Ausland, die einen vielleicht von Instagram kennen oder die man einfach so einfach auch anspricht oder angesprochen wird. Und dann gibt es halt nachmittags, wie gesagt, auch die Möglichkeit, dass man so ein bisschen, auch in der Öffentlichkeit gibt es dann so ein paar Bondage-Stände, wo dann ein paar schon gefesselt wurden und so. Also eher so ein bisschen non-sexuell, also ohne, dass da jetzt das eskaliert, sondern eher für die Optik einfach zugucken. Da waren dann ganze Trauben davor gestanden, ne? Cool. Ja, also echt ganz Wahnsinn. Wenn du jetzt, also du hast das vorhin schon angefangen zu skizzieren, wie sieht bei dir so ein klassischer Tag aus? Also wann gehst du in die Location rein, wann kommst du wieder raus? Also die Partys gehen, glaube ich, bis 6 Uhr nachts tatsächlich. Das haben wir letztes Jahr, also ich bin nicht der Typ, der wirklich bis zur letzten Minute auf der Tanzfläche rumhüpft. Das ist bei mir an den Abenden auch im KitKat immer so eine Mischung aus mal sitzen, mal socialisen, mal tanzen. Und dann lief das meistens eher darauf hinaus, dass man halt danach noch irgendwas zu Hause irgendwie in Ruhe dann macht, weil ich, wie gesagt, da vor Ort war mir das zu viel irgendwie, was sexuell zu machen. Von daher, je nachdem, wie lange man halt schläft und wie tot man ist, ob man einen Kater hat, was übrigens nicht 3 Tage in Folge geht, das tötet einen. Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, das kommt noch dazu. Also ich kann euch nur eins empfehlen, auch wenn der Drang groß ist, übertreibt es am Donnerstag oder Freitag nicht, weil ihr werdet euch dafür hassen, dass ihr Samstag keine Energie mehr habt. Ich spreche aus Erfahrung. Ach so, okay. Ich habe letztes Jahr so aufgedreht, die ersten beiden Abende, und war Sonntag halt völlig ausgelutscht. Scheiße. Und Samstag auch, also Samstag und Sonntag halt tot und das sind ja eigentlich also Samstag ist ja der Haupttag. Ja. Es kommen übrigens auch Leute nur für einen Abend teilweise hin, weil die verkaufen auch für die Partys abends Einzeltickets. Also es sind nicht alle das ganze Festival da. Aber was ich sagen kann, Donnerstag bis Montag ist absoluter Raubbau am eigenen Körper. Ja. Also bei mir war die Social Battery bisher jedes Jahr am Dienstag leer und das will was bei mir heißen. Ja. Ich war völlig zerstört. Ja. Also der normale, du hast gefragt, wie ein normaler Tag aussieht. Je nachdem, wann man den Abend vorher rauskommt. Schlafen, ausschlafen, was auch immer. Das erste Jahr sah das noch so aus, dass wir dann halt wirklich tagsüber ein bisschen shoppen waren, uns Antwerpen angeguckt haben. Das kann man ein Jahr mal machen, dann muss man Antwerpen nicht noch ein zweites Mal sehen. Ja. Also es ist eine schöne Stadt, keine Frage. Die sind, wie gesagt, die Location ist ein bisschen am Wasser. Also Sightseeing mal 1-2 Tage ist echt cool, wenn man das erste Mal da ist und schönes Wetter ist. Sonst die Innenstadt ist ganz schön zum Shoppen. Das ist nachmittags mal ein ganz cooles Programm. Letztes Jahr war es aber so, dass wir halt jeden Nachmittag auf die Dayfair dann irgendwann sind. Quatsch, einen Tag waren wir sogar nur im Hotel, weil wir halt tot waren und wollten uns für abends dann ausruhen. Ja. Aber ansonsten sind wir immer so gegen, ich glaube 8, 9, 10 ist einfach so eine coole Zeit, da hinzugehen. Donnerstagabend halt ein bisschen früher, weil man ja dann irgendwann anreist und nichts zu tun hat. Freitag dann wollte ich immer um Punkt 10 da sein, weil ich halt die Mainstage-Eröffnung sehen wollte. Ja. Und Samstag, je nachdem wie viel Energie noch übrig ist. Samstag war aber halt auch der überlaufenste Tag. Da war es mir dann auch gar nicht so wichtig, wann ich da bin, sondern dass man halt irgendwann da ist. Jetzt mal gucken, wie sich dann halt nachts dann noch Sachen ins Hotel verlagern danach. Wie tot man dann ist am nächsten Tag. Das werde ich jetzt dieses Jahr dann sehen. Und tatsächlich mit am schönsten war bisher immer der Sonntag, weil da schon relativ viele abgereist sind. Es ist nicht mehr so überlaufen wie der Samstag. Und der Druck ist so ein bisschen raus bei allen. Das heißt, es rennt nicht mehr jeder so völlig schwanzgesteuert durch die Gegend. Auch angenehm. Die Mainstage ist Sonntag nicht mehr offen. Und es endet um 0 Uhr. Und tatsächlich bisher immer die letzte Stunde war ich jetzt im Popfloor die letzten beiden Jahre. Und auch da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn es dann aufs Ende zugeht und so mit den letzten Liedern die Stimmung, das war magisch bisher jedes Jahr. Also dann das enden zu lassen da in Ruhe quasi im Popfloor, es war so schön. Schön. Ja. Also wenn du, du wirst dieses Jahr dabei sein, was für Outfits wirst du dabei haben? Vielleicht Thema Packen, wir hatten ja gerade kurz drüber gesprochen. Also auf jeden Fall eher zu viel als zu wenig. Wir reisen mit dem Auto an, weil mit der Bahn kannst du es einfach vergessen. Ja. Ich werde alles mitnehmen tatsächlich, also so gut wie alles mitnehmen, wenn wir Platz im Auto. Gut, mein Hauptfetisch ist ja nun mal Rubber, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Das heißt, ich glaube auch letztes Jahr habe ich jeden Tag Rubber angehabt, jeden Abend. Kann man wenigstens die Suits mal ausführen. Ja. Wahrscheinlich sind sie danach alle wieder kaputt, aber genau, also ich werde mit Sicherheit an den Abenden safe Rubber tragen, weil ich es einfach geil finde. Sie wollen übrigens auch ein neues Lüftungssystem einbauen, weil Samstagabend war unerträglich, obwohl es ja im Winter ist. Ja. Es ging in Rubber für mich fast gar nicht. Gott. Das heißt, ich würde ja auslaufen. Also, ich bin auch ausgelaufen. Ja.
Also, aber nicht unten rum. Inkontinenz, powered by Tena. Tagsüber hatte ich meinen Spider-Suit mal an, den Nylon-Spider-Suit. Jetzt habe ich ja noch dieses Jahr noch, letztes Jahr kam dann im Laufe des Jahres irgendwie noch MX bei mir dazu, unerwarteterweise. Deswegen werde ich das sicherlich auch mal mitnehmen. MX kann man dann ja auch wunderbar mit Rubber mal kombinieren abends. Ansonsten, ich war, glaube ich, auch mal einen Tag, als ich wirklich faul und tot war, hatte ich halt einfach nur ein PSG, ein Sporty-Outfit an für die Dayfair-Nachmittags. Also auf der Dayfair-Nachmittags ist überhaupt kein Druck da. Da laufen aber wirklich erstaunlicherweise nachmittags schon viele in Full Rubber rum auf der Dayfair zum Shopping und Socializen. Gut, ich glaube, einmal habe ich das auch gemacht, aber das ist ja dann auch wieder so viel Aufwand und das kostet ja auch schon wieder Energie, dann in Rubber nachmittags unterwegs zu sein. Ist ja auch nicht ganz... Das raubt dem Körper ja ganz, ganz viel. Also, richtig. Es ist ein schönes Gefühl, in Rubber rumzulaufen, keine Frage, aber es zieht dem Körper auch sehr viel Energie raus, 100%, einfach in Gummi verpackt zu sein. Wenn man das dann bis morgens um 3, 4 oder 5 durchhalten möchte und vielleicht danach noch im Hotel oder sowas haben möchte, da würde ich bei dem Gedanken werde ich schon so und denkst so, ach nö, anstrengend. Du musst es ja realistisch einfach zwischendurch mal ausziehen. Ja. Und dann hast du eigentlich schon wieder keinen Bock mehr, es schon wieder anzuziehen. Also so ist es bei mir zumindest, wenn ich dann einmal ausziehe und geduscht habe, dann habe ich eigentlich keinen Bock mehr, es abends nochmal wieder anzuziehen. Ja. Deswegen versuche ich die Nachmittage eher seichte Klamotten anzuziehen, damit ich abends dann wirklich irgendwie Bock auf Rubber habe, weil, also man darf es wirklich nicht unterschätzen, 4 Tage Party am Stück ist hart. Ist Arbeit. Das ist wirklich, ja wirklich, also die ersten beiden Abende machen noch richtig Spaß. Und ab Samstag wird es halt schon, also es ist alles geil, keine Frage, aber wenn man das wirklich durchzieht von Donnerstag bis Montag, so wie wir, dann ist es irgendwann eine gewisse Qual. Eine schöne Qual, aber das kostet schon Energie. Ja. Also ich habe leider danach auch, ich habe keine Urlaubstage mehr, ich muss also Dienstag wieder arbeiten, ne? Und habe Dienstagabend sogar noch ein Konzert dann. Ich hasse mich jetzt schon dafür. Warum machst du sowas? Ja, weil die Künstlerin nur einmal dieses Jahr in Deutschland ist und nur an dem Tag und dann in Hamburg und dann auch noch im Mojo Club. Ja, okay. Da kann man nicht Nein sagen. Da muss man vergewaltigst doch deinen Körper selbst. Und du bist auch noch stolz drauf. YOLO und so, ne? Ja, es ist ja einfach so. Aber du mit deinen Anfang 20 kannst es ja auch noch machen, ne? Ich wurde noch nicht mal wieder nach einem Ausweis gefragt. Bei einer Flasche Wodka. Oh Gott, wie furchtbar. Du Kind. Aber bei einer Location, also Thema, wie geht eigentlich die Stadt damit um, wenn jetzt, keine Ahnung, ich sag mal, tausende Fetischleute da durchlaufen? Also die kennen das mittlerweile. Darklands ist jetzt 15 Jahre dieses Jahr dort. Ja. Das sind manchmal ganz kuriose, also gerade um die Location herum ist es natürlich deutlich vermehrt, weil viele auch einfach Bilder machen. Das ist so ein Industriegelände, da gibt es ein paar so alte Kräne, wie ähnlich in Hamburg in der Hafen City. Das bietet sich mega gut für Bilder an. Und viele Leute scheißen sich ja doch einfach nix. Die rennen halt auch in der Stadt da mit irgendwie Shiny-Anzügen rum oder halt mit Puppyhood. Und die Antwerpener, ich habe da bisher noch nie irgendwas Negatives gehört oder gesehen. Die können ja froh sein, dass die Stadt geflutet wird. Die Hotels sind alle unbezahlbar. Ja, die ganze Stadt ist überflutet für ein Wochenende. Ja. Ich habe da noch nie was Negatives gehört. Und da siehst du ja dann wirklich mal so kuriose Situationen, wie das in der Stadt an dir so eine ganze Horde Puppies mit E-Scooter vorbeifährt. Völlig krass. Das ist auch völlig weird irgendwie. So. Ja, aber guckt doch mal in Antwerpen irgendwie keiner. Weil das dann einfach konzentriert dieses eine Wochenende ist. Und in Hotels ist auch alles super entspannt. Ja. Die Darklands hat auch ganz viele Partnerhotels tatsächlich, die dann auch ganz bewusst wissen, was da passiert. Da gibt es dann auch Shuttlebusse tatsächlich, wenn du in einem von den Hotels bist, zum Festival und zurück. Weil je nachdem, wo du in Darklands halt pennst, in Antwerpen, die Stadt heißt übrigens Darklands. Die Stadt heißt in einfach Belgien. So. Je nachdem, wo du da pennst, ist es halt auch teilweise nachts ein Stückchen. Ja. Und die Taxis, die vor der Location halten, kann ich euch nicht empfehlen, weil die langen ganz schön hin bei den Preisen natürlich. Glaube ich. Nachts dann. Wir sind tatsächlich eher immer im Umkreis gewesen. Die letzten 2 Jahre waren wir am Antwerpener Hauptbahnhof in einem Radisson Hotel. War es ein Radisson? Egal, irgend so eine namhafte Kette, war teuer. Ein Hotel mit einem Dach und einem Zimmer. Das Hotel war geil, aber für nachts zu weit. Also zu laufen war über eine halbe Stunde, das tust du dir eigentlich nicht mal an, wenn du keinen Bock mehr hast. Und ich bin leider dann, ich höre ja zum Glück immer irgendwann das Trinken auf nachts, weil ich dann einfach merke, oder gerade wenn es so warm ist, dass es over ist, dann trinke ich ja nur noch Wasser. Ich war dann immer noch, meiner Meinung nach, fähig, E-Scooter zu fahren. Aber selbst das halt im Februar mit Gear drunter und nur einer Jacke drauf, ist halt schweinekalt, bis du dann eine Frostbeule bis zum Hotel bist. Und gerade wenn man den Punkt hat, also ich kenne es halt so von mir, wenn ich sage, so, ich möchte jetzt nach Hause, dann möchte ich jetzt nach Hause und möchte ja nicht noch eine halbe Stunde irgendwie durch die Gegend und da sinkt die Stimmung massiv. Aber 30, 40 Euro dann für ein Taxi bis zum Hauptbahnhof für 10 Minuten, ne? No.
Also bin ich gelaufen oder halt tatsächlich E-Scooter gefahren, je nachdem, wie es noch ging. Ich würde jetzt dieses Jahr tatsächlich nicht mal in den Hauptbahnhof hoteltechnisch. Also A ist die Ecke nicht so die schönste und B ist es einfach zu weit für nachts. Wir haben jetzt dieses Jahr wirklich ein Hotel direkt in der Umgebung von der Halle. Das heißt, wir haben, glaube ich, 5 Minuten Fußweg. Oh, entspannt. Was echt geil ist, weil du hast dort, also es gibt dort Möglichkeiten, es gibt da so Locker, wo du auch Sachen rein verstauen kannst, aber selbst der große Locker ist halt so klein, dass wenn du jetzt im Winter eine Pufferjacke anhast, ist er halt voll. Ja. So. Ja, okay. Das heißt, wenn du mal zwischendurch irgendwas brauchst oder du kannst auch nicht so viel mitnehmen, wenn du gerade wenn du das spielen willst, ja, 2, 3, 4 Masken, irgendwie Fesseln, keine Ahnung was, vergiss es mit einer Pufferjacke, selbst im großen Locker. Ja. Und dann ist halt geil, wenn du theoretisch einfach mal schnell raus kannst und zum Hotel laufen kannst und wieder zurück. Und noch ein kleiner Profi-Tipp. Wir haben letztes Jahr im Auto zurück haben wir für die potenziellen Wochenenden in 2025 schon eine Stange an Hotels reserviert. Und dann für 2 Wochenenden, die es potenziell sein könnten und haben dann storniert, als der Termin klar war und dann storniert, als wir wussten, ob wir näher an der Location sein wollen oder eher am geileren Hotel. Ja. Und so haben wir es immer weiter eingegrenzt und so ist jetzt ein Hotel übrig geblieben fürs richtige Wochenende und wir zahlen ein Apfel und ein Ei für dieses Wochenende. Für 4 oder 5 Nächte. Kennt man schon die neue Location? Weil sonst können wir hier in diesem Moment die Hotelbuchung jetzt schon nach oben treiben. Naja, theoretisch kannst du ja, also die Location, achso, ne? Die Location macht ja Sinn zu wissen, klar. Keine Ahnung. Okay. Aber das Wochenende kann man halt immer ganz gut einordnen. Und nehmt euch übrigens genug warme Sachen zum Drüberziehen an, auch wenn ihr auch vor allem Rubber anzieht, so wie ich. Der Weg dahin kann kalt und beschwerlich sein Ende Februar. Ja, das merkt man ja aktuell auch. So, ja, schön, wenn die Sonne scheint, aber -3 Grad sind halt immer noch -3 Grad, ne? Vor allem Rubber ist da ja sehr undankbar. Ja. Es wird auch mal so hart, es wird wie Teichfolie dann. So. Was mir gerade noch einfällt, zieht euch warm an. Man kann sich aber auch tatsächlich extrem gut vor Ort umziehen. Also da guckt auch keiner. Wenn du dich vor Ort erst den Gummi schmeißen würdest, die Umkleiden sind riesig und die Lockers, wo du halt deine Sachen reinwerfen kannst, man kann sich da auch super vor Ort umziehen. Ja, genau. Ich hatte gesehen, weil es die Buchungsphase für die Tickets letztes Jahr losging oder so, hatte ich kurz auf die Seite geguckt und da gibt es ja auch so, wie du schon gesagt hast, verschiedene Angebote. Ja. Entweder Eintagespass oder VIP Deluxe und sonst was Paketen mit Locker und allem drum und dran. Hast du wahrscheinlich genommen, ne? Vielleicht. Ja, aber auch das ist natürlich praktisch zu wissen, okay, ich kann vor Ort auch mal irgendwie 3 Dinge wegschließen, weil jeder da draußen, der Rubber trägt, kennt das ja auch. Wohin mit meinem Hab und Gut, weil ich habe nun mal keine Hosentaschen, gar nichts. Ich habe einfach nur meine Haut. So. Das stimmt. Und da macht das dann ja schon Sinn. Apropos Hab und Gut und Rubber. Kleiner Profi-Tipp nochmal hier an der Stelle. Der Markus, der erzählt heute richtig gut aus dem Nähkästchen hier. Das ist wunderbar. Ja, das habe ich ja alles schon gelernt dort jetzt vor Ort. Die haben ja so ein abstruses Bezahlsystem dort mit Chips die letzten Jahre, dass man Geld gegen so Plastikchips eintauscht und dann an den Bars mit den Plastikchips bezahlt. Die muss man ja irgendwo verstauen. Das ist ätzend. Die gibt es aber dieses Jahr nicht mehr. Das ist zum 3. Mal, wo sie das Bezahlsystem umstellen. Jetzt sind wir bei Cashless angelangt. Jetzt gibt es aber ein Armband, das hat man sonst auch immer gehabt, als Ticket quasi beim Einlass. Auf dem Armband ist ein RFID oder ein NFC-Chip mit eingearbeitet und das kannst du online aufladen oder vor Ort mit Cash, das Ding. Ach, mega. Das sah aber relativ klobig aus an der Hand und ich habe mir schon gedacht, wie soll ich da Rubber anziehen, wenn ich das Ding die ganze Zeit am Handgelenk habe? Das kannst du nicht mehr abmachen. Reißt du dir im Zweifel das Rubber auf oder sowas? Das kannst du nicht abmachen? Nein, das musst du das ganze Wochenende dranbleiben. Und es hat, wie gesagt, so einen Plastikchip drin, der scharfkantig irgendwie aussah gefühlt, also weiß nicht. Naja, summa summarum, irgendjemand hat den Newsletter gelesen und hat entdeckt, dass es da einen kleinen Hinweis gab für alle Fister unter uns, dass es ein abnehmbares Armband gibt für 3 Euro extra. Das muss man bis zum 25. Februar vorab online bestellen in deren Ticketshop. Dann kriegt man ein Ticket und darf das dann vor Ort zusammen beim Einlass am ersten Abend einlösen mit der Eintrittskarte sozusagen und kriegt dann ein abnehmbares Armband. Ja, super. RFID-Chip. Und das haben wir alle meine ganze Bubble, wie wir dort sind, haben uns das alle gleich gekauft. Ob jetzt Fister sind oder nicht. Ja, aber das kann man sich ja auch mal an eine Kette, an einen Harness, an sonst was randödeln. Ich will es auf jeden Fall wegmachen, wenn ich meinen Rubber anziehe. Genau. So. Ja. Und damit bezahlt man dieses Jahr dann vor Ort und man kann dieses Jahr auch das erste Mal, Gott sei Dank, auch das übrig gebliebene Geld umtauschen im Nachgang, weil das konnte man letztes Jahr nicht. Oh. Das hat man dann verschenkt. Auch nett, ne? Support your local, aber irgendwo ist auch gut. Ja. Nee, tatsächlich sehr guter Hinweis. Also für euch da draußen, ne? Holt euch das Fister-Armband. Das Fister-Armband, auch wenn ihr keine Fister seid. Ja.
Praktisch. Super. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, überlegen, ob ich noch was vergessen habe. Es gibt ja so viel zu erzählen. Übrigens, um die Locations herum gibt es auch immer wieder Shootings dann noch so ganz spontane. Ja, da hast du ja auch ein Foto schon mal gemacht. Ne? Ich habe da ganz spontan damals ein Foto gemacht, das ich auch sehr, sehr liebe. Das ist ja auch in dem Spiel am Randbuch gelandet, das Foto mit dem roten Chile. Arjen Spannenburg hat das Bild gemacht. Der ist, glaube ich, jedes Jahr da unterwegs, irgendwie als Fotograf. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen recherchiert, dann findet man auch Möglichkeiten, Bilder zu machen, weil in der Location selber werden natürlich dann abends keine Bilder gemacht beim Party machen. Ne? Ja. Ich habe das Handy auch meistens im Locker gelassen. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob man es überhaupt mit reinnehmen darf. Macht ja im Zweifel Sinn, dass man es draußen lässt. Wahrscheinlich nicht. Also, ich finde es ja in Berlin immer so angenehm, dass es dann einfach verboten ist oder nicht mit reinzunehmen oder nicht zu benutzen. Das schadet im Zweifel nicht. Einfach mal einen Abend offline sein. Ist ja auch ganz genießt gesund. Man das tatsächlich einfach so ein bisschen mehr. Ja, du hast es ja ganz oft sonst auch bei Konzerten oder Veranstaltungen. Irgendwie alle halten ihre Handys hoch und filmen irgendwie immer die Bühnen und die DJ-Pulte ab, wo ich mir denke, so Leute, warum? Das ist so dämlich. Also, ja, mal eine Story oder mal einen Snap verschicken, alles cool, aber dieses dauerhafte Mitfilmen, das bringt doch einem gar nichts. Guckst du doch eh nicht mehr an. Genau, man ist doch eher in dem Moment einfach drin und genießt im besten Fall den Moment völlig analog. Du verpasst ja einfach, also wenn du aufs Handy guckst, verpasst du halt den Live-Moment. Ja. Ich mittlerweile auch gelernt. Also, deswegen lieber offline sein. Nächstes Jahr dann Darklands bei dir? Ja, also tatsächlich habe ich eigentlich mit dem Gedanken gespielt, das dieses Jahr schon zu machen. Ich sag mal, es war so eine waren mehrere Sachen, die dazu kamen. Ich hätte, wenn ich Darklands hätte machen wollen, das ja auch eigentlich schon im letzten Jahr, spätestens im Sommer, eigentlich eintüten müssen. Im Juli kamen die Tickets schon, glaube ich, ja. Ja, um auch bezahlbare Kurse zu haben, gerade für Hotel und Co. Ja. Habe ich nicht gemacht, weil da war ich einfach auch noch nicht so. Da war ich noch nicht ich. Ja. Ich sag's mal einfach so, wie es ist. Ich hab's ja selber mitbekommen, wie wir diesen Podcast jetzt ja auch hier gestartet haben, dass auch ich in dieser Entwicklung, diesem Prozess einfach drin bin. Und mein Mann war da auch noch so, wo willst du hin? Nee, weil für ihn ist wie haben wir es auch geschrieben, Ficken, Feiern, Fröhlichkeit. Für ihn ist es eigentlich nur Ficken, Ficken, Ficken. So, die anderen beiden Fs hört er da nicht. Soll er sich mal die Folge anhören? Ja. Bei Darklands geht es ja um so viel mehr. Ich habe ja zum Beispiel eigentlich letztes Jahr auch kaum was gemacht vor Ort. Also Genau, und deswegen, also ich sag mal einfach zum Feiern, groß. Zum Socializen und so, mega, habe ich total Bock drauf, weil ich bin ja auch einfach ein Mensch, ich komme irgendwo rein, habe ja einfach Bock, neue Leute kennenzulernen. Ich habe Lust auf Gespräche. Echt jetzt? Und ich dachte gerade so, weißt du das gerade ernst, aber ich habe es dann verstanden. Ich habe Bock auf Shoppen, also da kommt ja ganz, ganz viel zusammen. Und ja, klar, wenn dann da was läuft mit einer Person, wo man sagt, ich habe da Bock drauf, alles fein, dann ist das ja schön, dass man halt nicht irgendwo, ich sag mal, heimlich verschwinden muss oder so, sondern dass man es einfach dann ganz offen ausleben kann. Das ist ja eigentlich viel schöner, das ist ja Freiheit für alle. Genau. Freiheit, ja. Und deswegen, also für nächstes Jahr... Freiheit, Fröhlichkeit. Ficken, Freiheit, Fröhlichkeit, ja, sehr gut, finde ich richtig, richtig gut. Deswegen für nächstes Jahr, also ich kann es mir sehr vorstellen, es ist ja so ein bisschen so, war ich das erste Mal auf der Vollsom mit dir. Fatih hat mich an die Hand genommen. Wow. Dieser Stuhl knatscht. Naja, Daddy. Und ich habe tatsächlich dieses Jahr auch zum Vollsom-Zeitraum eigentlich eine berufliche Veranstaltung, wo ich früher gesagt hätte, nee, ich muss arbeiten. Ich habe dieses Jahr ganz gesagt, nö, ich kann da nicht. Hab mich hier im Kalender frei eingetragen. Geil. Hab jetzt ein Hotel gebucht und weiß, bei der Vollsom bin ich dabei. Also da bin ich jetzt einfach so selbstbewusst rangegangen, dass ich gesagt habe, nein, das ist mir jetzt einfach wichtig. Es ist mir wichtig, was für mich zu tun und scheiß mal auf die Arbeit. Das können auch irgendwelche anderen. Es ist doch beides Dullis wichtig, machen. aber du arbeitest ja trotzdem dann Montag bis Freitag. Genau. Blöd gesagt. So. Ja, montags bis Donnerstags. Halbdonnerstag. Und danach vielleicht nach Berlin. Ja. Aber deswegen, also nächstes Jahr Darklands, das steht für mich auf der Liste, so auf meiner inneren Checkliste. Dann hast du auch gleich das erste Mal die neue Location, dann ist ja auch cool. Ja, aber ich habe dann irgendwie Angst, dass alle sagen, früher war alles besser. Das werden bestimmt viele sagen, aber du hast dann den Vergleich ja nicht und dann wird es für dich trotzdem geil. Ja, das ist also eigentlich hast du sogar einen Vorteil. Hast recht, ich kenne das Alte, ich kenne nur das Neue. Ja, okay. Dann nächstes Jahr Darklands. Und dann ist es ja das Opening, also das ist ja auch irgendwie schon wieder cool. Kleiner Pro-Tipp nochmal. Wenn für die spontan entschlossen sind, das Ding ist ja an sich ausverkauft. Ein Freund hat letztes Jahr das ganz geschickt gelöst. Der konnte sich lange nicht entscheiden, ob er hin möchte. Und hat dann eine Woche vorher
bei Ticketswap, das ist auch ein offizieller Resell-Anbieter, den sie, glaube ich, auch auf der Webseite dann veröffentlichen von Darklands. Ja. Da kannst du einfach dein Ticket halt offiziell zum Resell verkaufen, entweder zum Originalpreis oder günstiger. Und ab einer Woche vorher ungefähr wird sich das dann da häufen, was Menschen wieder verkaufen an Tickets, und dann fällt der Preis auch sukzessive. Ja. Das heißt, der hat tatsächlich ein Alpha-Madness-Pass, das ist das größte, teuerste Ticket, was es gibt fürs ganze Wochenende, mit Locker und mit teilweise Essen dabei und schon ein paar Getränken und eigene VIP-Area im Endflow und so weiter und so fort. Gott. Ja, das ist eigentlich ganz cool und unnötig. Aber das hat er halt für unter Normalpreis bekommen. Ja. Und dann hat er sich spontan noch bei einem Kumpel irgendwie im Hotel mit einbuchen können und hat halt dann wirklich ein Apfel und ein Ei fürs ganze Wochenende bezahlt. Zumal die Hotels ja wahrscheinlich dann auch irgendwann, viele stornieren dann ja vielleicht noch in der Doppelreservierung, dann haben die Hotels wieder ein bisschen was frei. Ja. Also für die ganz spontan Entschlossenen kann das durchaus sein, dass man dann noch tatsächlich Glück hat. Gerade wenn man so ein günstiges Resale-Ticket bekommt dann noch. Und was auch tatsächlich hilft, das Phänomen habe ich letztes Jahr beobachtet, und das wirklich jetzt nur, ich sag mal als außenstehender Beobachter, bei Instagram reingucken in die Stories. Also ganz viele haben letztes Jahr auf Instagram, kurz vor den Darklands, in den Stories gehabt, so Hotelzimmer noch abzugeben. Stimmt, habe ich auch gesehen, ja. Mitfahrgelegenheiten war genau das gleiche Thema. Community-Gedanke. Genau, also da, wenn ihr irgendwie auf Instagram unterwegs seid und ihr seht sowas und ihr wollt da vielleicht doch noch spontan hin, schreibt einfach mal Leute an. Am Ende beißt eigentlich und halt keiner. Ticketswap in Kombination, weil du brauchst ein Ticket fürs Genau. Festival. Weil es ist aktuell tatsächlich einfach ausverkauft. Ja, also Sämtliche deswegen Tickets. Augen offen halten, wenn man jetzt noch spontan Bock hat, kann bestimmt klappen. Und wie du sagst, Community-Gedanke, eigentlich wollen wir alle was Gutes. Ne? Und für alle, die dann, also der Vorverkauf ging letztes Jahr im Juli schon los, was sehr früh war. Für alle, die überlegen, auch immer diesen Alpha-Madness-Pass sich zu holen, den teuersten, der ist innerhalb von Wochen ausverkauft nach Vorverkaufsstart. Die Madness-Pässe, also auch fürs ganze Wochenende, aber halt ohne die ganzen Extras, den gab es locker noch bis Oktober, November, jetzt Dezember sogar vielleicht noch die letzten. Krass, ja. Und jetzt erst seit kurzem ist es halt ausverkauft. Ja. Also das wird wieder bumsvoll, glaube ich. Ja. Apropos Bums, also so halb hast du es ja angerissen. Jetzt sind wir nun mal ja auch, ich sag mal, hier ein Sex-Podcast. Nein, wir sind ein anständiger Podcast. Wir sind ein anständiger Sex-Podcast. Was ging denn da bei dir so die letzten Jahre? Also das erste Jahr, glaube ich, wirklich gar nichts. Ich müsste echt groß überlegen, aber also ich war mit einem guten Freund hier aus Hamburg dort, mit dem ich auch schon seit vielen Jahren spiele. Aber wir waren beide halt so überwältigt irgendwie von dem Event und von Party machen und dass da wirklich einfach, glaube ich, gar nichts gelaufen ist. Aber wobei, ich glaube, er hat mich den ersten Abend, da hatten wir noch richtig Feuer. Da hat er mich, glaube ich, im Hotelzimmer noch gevögelt. Ach, wie schön, ja. Aber ansonsten, vor Ort ging gar nichts. Da war ich halt noch zu schüchtern und auch zu wenig routiniert in ich vögel mal extern oder hab da irgendwo Spaß. Ich vögel mal extern, das ist eine sehr schöne Umschreibung. Oder lass mich extern fisten oder was auch immer. Das kam jetzt erst alles mit Berlin so, die Routine, sag ich mal. Hashtag extern vögeln. Ja. Genau, das war 2023. Ja. Das war aber trotzdem einfach perfekt schön. Und letztes Jahr muss ich jetzt wirklich glatt überlegen. Da war ich einmal danach noch mit in der Wohnung, tatsächlich, eine Nacht. Da ging aber auch nicht mehr so viel. Und vor Ort hatte ich einen Abend mit einem Bekannten, mit dem ich vorher schon geschrieben hatte, vor Ort ein bisschen rumgemacht und mal irgendwie gelutscht so auf der Tanzfläche, was ja eher selten auch für mich ist, aber gut. Dinge, die man so macht, ja. Passiert dann halt irgendwie doch, auch wenn es nicht meins ist eigentlich. Ja. Und dann halt so ein bisschen, mal Poppers irgendwie auf der Tanzfläche und irgendwie an den Nippeln spielen, aber halt auch nichts Größeres. Also so ein bisschen horny, bisschen rummachen. Ja, genau. Ein bisschen rumlutschen und also Mund rumlutschen, so. Aber ansonsten auch da wieder, ich bin halt einige Male dann auch wirklich mal konsequent durch die Darkrooms gelaufen, habe mir das mal angeguckt. Hatte aber dann in dem Moment halt auch keinen im Schlepptau, gerade wo es sich angeboten hätte, irgendwas zu machen. Heißt, ich habe mich wirklich jeden Abend gespült für nix. Wie furchtbar. Meine Darmflora hat's gefreut. Ja. Also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich auf jeden Fall mal einmal in dieser Slingrunde liegen möchte. Oh, wir freuen uns bitte 100%. jetzt schon gemeinschaftlich auf die Erzählung, die du davon Ich möchte dieses Jahr in einer dieser scheiß Slings liegen und möchte 2 Fäuste in meinem Arsch haben. Zwei? Ja, natürlich.
Oh, Leute. Vielleicht noch von 2 verschiedenen Personen, die mich begleiten, ne? Das wollten die schon mal machen. Alex wird schon wieder horny. Das Thema Fisten, ne, das steht noch echt weit oben auf der Liste. Das müssen wir auch dringend angehen, aber ich verspreche euch allen, dass es das noch geben wird, das Thema. Da kann ich auch. Ihr habt es jetzt gehört. Ich werde auch ganz viele Fragen stellen. Okay, also du hoffst, dass. Wir müssen das hier zu Protokoll führen. Ich werde dieses Jahr. Du wirst, okay. Also, die sind beide. Die mögen das beide. Ich habe die beide mit Fisten angesteckt im Laufe letzten Jahres. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir in irgendeiner Konstellation dieses Jahr, da ich ja alleine schon unbedingt will, auch in dieser runden Sling-Runde landen. Ne? Einfach nur dass ich es mal gemacht habe. Ja. Weil ich jetzt 2 Jahre da drum herumgeschlängelt bin, mit großen Augen, aber zu schüchtern war, weiß ich nicht, unbedarft noch. Aber ich bin mir sicher, dass das dieses Jahr stattfinden wird. Ja. Und ich habe auch richtig Bock drauf. Also, Markus wird 2 Fäuste im Arsch haben. Von 2 verschiedenen Personen. So nennen wir diese Folge. Markus und die 2 Fäuste im Arsch. Oh Gott. Ja, guck mal, da ist es vorbei mit dem anständigen Podcast. Ich finde das großartig. Aber ansonsten habe ich wirklich nichts Großartiges vor, dort zu machen, weil ich spiele einfach lieber zu Hause. Weiß ich nicht. Ich bin so ein Heimscheißer quasi, was das angeht. Du hast, also ich stehe ja auch tatsächlich mehr so ein bisschen auf Bondage und Masken und so eine Kombination oder einfach irgendwo zu liegen, keine Ahnung, und dann ein bisschen geteased zu werden. Das bietet sich der Rahmen bietet sich dort ja gar nicht. Nee, da bist du ja wahrscheinlich, schätze ich mir, so gefühlt schnelllebiger unterwegs. Und ich kann mal für eine gute, ausgedehnte Session oder so, wo man mal ausgedehnte Session. 2, 3, 4 Stunden, ich sag mal, geknebelt, gefesselt vergiss und sonst was. Das geht da nicht. Das ist viel schnelllebiger dort. Das ist halt. Ja, es ist ein Fetisch-Event, aber ich sag mal, in den Darkrooms geht's halt in der Regel meistens eher mit normalen Ficken oder halt Blasen. So, die 2 Klassiker gehen da halt in der Regel und halt in dem Fist-Bereich natürlich auch Fisten, aber das ist dann schon wieder nur noch eine geringere Menge an Menschen. Ansonsten ist es halt überall das Gleiche dort. Ja. So, der ganze andere Bereich, den ich spannend finde, der findet dort effektiv nicht statt. Da ist es halt wiederum geiler, zum Beispiel bei der Dayfair nachmittags, einfach weil da ist auch nicht so viel los, da kannst du nicht auf die Fresse fliegen, da rumpelt dich keiner an, dass man da vielleicht mit einer Zwangsjacke, mit Maske gefesselt dann rumgeführt wird. Das ist zum Beispiel bei der Dayfair geil. Ja. Habe ich auch ein paar Mal gesehen. Hätte ich auch nichts dagegen. Aber abends zum Beispiel finde ich es schon wieder eher gefährlich, wenn es halt gerade Samstagabend so überlaufen ist, dass du dann da mit Maske rumläufst und nichts siehst zum Beispiel oder gefesselt bist. Da muss halt der dich rumführt, schon wahnsinnig aufpassen und das ist ja doof, wenn es dann einfach anstrengend ist. Genau. Hat ja auch keiner was davon. Am Ende soll es ja irgendwie geil sein und auch sicher. Also, Thema, du hast es vorhin kurz angesprochen, du hast dich jeden Abend gespült für nichts. Kann ich das im Zweifelsfall auch vor Ort? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass es vor Ort Duschen gibt. Den Bereich habe ich nie betreten, weil ich halt nichts da gemacht habe. Ich bin nicht dreckig geworden. Ich weiß, dass es Duschen gibt und ich bin mir relativ sicher, dass man sich da auch irgendwie dann spülen kann. Also das ist ja vielleicht gerade für Leute, die weiter von außerhalb ihr Hotel haben oder müsste so. Man sich sonst nochmal nachlesen, aber es gibt auf jeden Fall einen großen Duschbereich und da kann man sich im Zweifel auch irgendwie einen Schlauch in den Arsch stecken dann. So, du hast das gerade sehr charmant ausgedrückt, Ich hätte das jetzt anders umschrieben. Wie soll man sie sonst beschreiben? Man kann sich auch einen Schlauch in den Arsch stecken, ja. Oder 2 Fäuste. Oder alles gleichzeitig. Ein Schlauch und 2 Fäuste. Genau. Ja, also da geht wirklich alles oder nichts dort. Ja. Kann man mal so festhalten. Jeder kann in dem Maße das ausleben, was er möchte dort. Es ist ungezwungen. Das heißt, dich wird da auch keiner irgendwie, ist auch sehr, also Awareness wird da auch ganz groß geschrieben und Konsens. Also dich wird da auch keiner irgendwie doof anfassen oder sonst was. Das finde ich sowieso so beeindruckend bei solchen Veranstaltungen allgemein, dass man von solchen Events eigentlich nie etwas hört im Sinne von negative Schlagzeilen, dass dort etwas gegen einen Willen passiert ist oder so, weil einfach da wieder irgendwie jeder gibt auf sich Acht, habe ich das Gefühl. Ja. Also ohne, dass ich jetzt irgendwie stark bei solchen Veranstaltungen bin, aber das finde ich total toll. Naja, die einzig negative Schlagzeile, die es dazu mal gab, war Monkeypox 2022. Da war Darklands damals einer der Flächenbrände, als das sich in Europa dann verteilt hat. Da ist das vielleicht ein Superspreader-Event, ja gut. Natürlich, klar. Enger Körperkontakt überall. Aber auch da, also Thema Schutz, gut, jetzt ist das natürlich auch ein Extrembeispiel. Wie sieht das da vor Ort aus? Also, dass du auf Prep bist, okay, wissen wir, ja. Wie ist da sonst so das, ich sag mal so, das Allgemeinbefinden? Liegen da jetzt überall Gummis rum, die man. Also es ist schon sehr viel, es steht teilweise, glaube ich, Loop rum, du hast überall Küchenrolle auch und wie gesagt, es gibt zum Beispiel Bereiche, wo du nur fisten darfst, dass man nicht ausrutscht. Es ist an sich
die Klos werden ständig dauerhaft gereinigt. Also es ist mir nie irgendwo negativ aufgefallen, dass es irgendwo unhygienisch war. Okay, also die sind da echt stark hinterher, was ja auch Sinn macht. Ja. Es gibt auch echt viele Toiletten, wenn man sie mal alle gefunden hat. Ja. Über den Laden verteilt. Ja. Da sind zu später Stunde natürlich auch irgendwann Schlangen. Ja, klar. Aber das ging alles super schnell und organisiert und auch hygienisch und sauber über die Bühne. Also die das organisieren, mein Hut ab. Das ist alles wahnsinnig gut organisiert. Das ist so krass gut durchdacht, das ganze Konzept. Auch der Einlass, wo du hier in Berlin teilweise 3 Stunden für eine Party anstehst. Ja. Egal wann du bei Darklands ankommst, du bist innerhalb von einer Minute drin. Schön. Das ist so krass. Es ist Wahnsinn, wie gut das alles gelöst ist. Ja. Und auch in den Lockerbereichen zum Umziehen ist genug Platz für alle zum Umziehen, dass sie da schnell durchkommen. Und ja, ich sag mal, nicht ohne Grund kann so eine Veranstaltung auch so lange irgendwie Bestand haben. Das stimmt. Und so überlaufen sein ja jedes Mal. Es ist ja ausverkauft, einfach schlicht jedes. Ja. Also die Jahre, wo ich jetzt da war, war es immer ausverkauft tatsächlich. Ja. Also coole Sache. Definitive Empfehlung meinerseits. Also man wird dich da treffen, man wird Fotos wahrscheinlich auch von dir sehen, bestimmt nutzt du da irgendwie eine Session und also tatsächlich, letztes Jahr sind kaum Fotos entstanden, nur im Eingangsbereich halt mal kurz, da sind so ein paar Fotowalls noch, wo man eben noch Bilder machen kann. Auf der Dayfair nachmittags auch ein paar Bilder, weil da kannst du natürlich das Handy mit reinnehmen, wenn nur Method und Socializing ist und auch mal Handy daddeln oder Bilder machen, das ist gar kein Thema. Oder wenn du was anprobiert hast zum Beispiel, als ich den Karada Cage anprobiert habe, hatte ich halt einige Bilder natürlich damit gemacht. Aber ansonsten sind letztes Jahr gar nicht so viele Fotos entstanden. Irgendwie vergisst man das dann auch, wenn man da halt. Du bist 4 Tage lang in dem Tunnel. Ja. Da vielleicht noch ein kleiner Exkurs, das hatte ich ja auch zu der Fosum, glaube ich, schon erzählt. Nach diesem Event ist es durchaus realistisch, dass man auch ein totales Loch fällt. Also, das ist halt so krass das holt einen so krass aus dem Leben raus, diese 4-5 Tage dort, wenn man es wirklich durchzieht. Du kannst es auch einfach nicht einfangen. Es ist unmöglich. Also ich weiß jetzt schon, dass es mit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mit Sicherheit körperlich und geistig alles, dreckig geht. Ja. Weil du dich einfach, es gibt nichts zum Ablenken nach dem Event. Vor allem gut, wenn du wieder arbeiten gehen musst, wie ich dann ab Dienstag. Aber das ist unmöglich, das abzufangen. Der Cut ist so hart. Du ziehst ja im Alltag einmal die Handbremse, gehst in diese Welt rein und versuchst dann mit Vollgas wieder anzuschließen von dem, was letzte Woche war. Und das geht einfach nicht. Ich bin tatsächlich für mich jetzt schon so weit, dass ich habe ja eigentlich anfangs immer die Prämisse gehabt, nach so einem Extremwochenende ein Wochenende Pause. Ich mache jetzt das genau andersrum. Ich habe jetzt mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich das Wochenende drauf direkt nach Berlin fahre, Freitag. Ich werde wahrscheinlich körperlich keine Energie mehr dafür haben. Es ist mir lieber, als zu Hause deprimiert rumzusitzen. Ja, irgendwie auch verständlich. Also vielleicht Berlin dann mal nicht ganz so doll. Aber ich brauche dann irgendeine Ablenkung und vielleicht auch einfach eine normale, etwas ruhigere Party einfach. Ja, aber unter Leuten sein. Ich glaube, unter Fetischleuten im Zweifel auch wirklich. Also wenn ich eben nach Berlin fahre, werde ich irgendwie machen, keine Ahnung, vielleicht auch mal ein bisschen gediegener, aber ich werde einfach dann eine Beschäftigung haben mit Fetischleuten und einfach da so ein bisschen langsam wieder runterzukommen von Darklands Podest. Ja. Dann ist ja erstmal wieder ein Jahr lang kein Darklands mehr. Ja. Und dann 2026 hoffentlich auch mit mir. Ja. Die nehmen da übrigens, mir hat neulich ein guter Freund hat mir von dem Newsletter mit dem Fister-Halsband, Fister-Armband, hat mir auch geschrieben, hey, guck mal, die nehmen auch 2 Podcasts dort auf vor Ort. Nächstes Jahr ihr dann dort? Ich so, auf gar keinen Fall. Achso, ich hätte gesagt, wir sind dabei. Naja, das sind ja eher englischsprachige Podcasts, die sie da aufnehmen. Ja, aber die deutschsprachige Community muss ja auch irgendwie vertreten sein. Okay, pass auf. Es laufen die Kameras, läuft die Aufzeichnung. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Wenn du dich drum kümmerst und wir da beide nächstes Jahr sind und die Bock auf einen deutschsprachigen Podcast vor Ort haben und wir das bis dahin noch machen, wäre ich dabei. Ihr habt es gehört. Ihr habt es eben gehört. Dieses Video, es wird bitte viral gehen. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Schnipsel auf Instagram, TikTok, keine Ahnung, welche Social-Media-Plattform noch kommt, dass das so viral geht, dass die Macher von Darklands von uns erfahren. Wir müssen das mit englischen Untertiteln untertiteln. Wow! Ich nehme aber keinen Podcast in Englisch auf. Auf gar keinen Fall. Mein Englisch ist furchtbar. It's not the yellow from the egg. Und du darfst das Banner aufstellen dann, das ich dir bei der Fosum verboten habe. Das Banner? Ich sehe die riesige LED-Wand. Ja, also für den unwahrscheinlichen Fall, ich habe Herzrasen, das ist ja toll. Gott, ich muss sofort zum Sport, ich muss abnehmen und ich muss Botox und überhaupt. Was soll ich denn sagen mit Botox? Ja, du wirst nach dem Ausweis gefragt. Ich kaufe noch nicht mal Alkohol, weil ich einfach nur abends sitze und eine Apfelschorle trinke. Aber es ist. Ja,
Das aus deinem Mund. Also, toll. Alex wird also nur zu Darklands fahren wegen dem Podcast. Nächstes Jahr halten wir das mal fest. Der Podcast und Ficken. Also ist ja relativ einfach bei mir. Feiern, Fröhlichkeit. Ficken, feiern, Fröhlichkeit. Übrigens also, nicht der Arbeitstitel dieser Folge. Nee, das muss seriöser klingen. Ja. Aber das haben wir tatsächlich jetzt noch nie gehabt. Gut, wir machen erst, das ist Folge 12. Wir machen das aber auch schon seit über einem halben Jahr jetzt schon, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Nur ein halbes Jahr, aber ja. Ja, aber die Zeit rennt. Normalerweise haben wir immer eine Idee, wie die Folge heißen könnte. Noch habe ich sie nicht. Nee, ich auch nicht. Außer Darklands. Wir könnten einfach ganz langweilig sein, so wie mit Vollsummen. So, Darklands, was erwartet mich da? Okay, der Blick von Alex sagt gerade, dass sie so nicht heißen wird, die Folge. Ja, aber es ist eigentlich das Beste, weil das ist ja das, warum Leute vielleicht auch draufklicken. Und jetzt nach dem Titel die Leute zu fragen, Darklands, das Fetischfestival, Fragezeichen. Oh, wir Buzzwords hier ein bisschen durch die Gegend werfen, ne? Ja. Also ihr werdet es hinterher merken, wie diese Folge heißt, weil ihr werdet sie zu diesem Zeitpunkt ja schon hören, wo wir uns den Namen dann festgelegt haben. Das ist wohl so. Es wird wieder so ein Ding sein, ich sitze im Schnitt und schreibe dir irgendwann eine WhatsApp, so wie nennen wir das Ding jetzt nun, ich muss auch veröffentlichen und drücken. Dann habe ich eine goldene Idee. Ja, also schauen wir mal, was wird. Was wird? Vor allen Dingen für nächstes Jahr. Wir haben es platziert. Gott sei Dank. Ja. Wir haben aber tatsächlich, haben wir noch Fragen zu Darklands? Wir haben schon wieder fast eine Stunde gelabert. Naja, also ich sag mal, allgemein kann man ja sagen, wenn Fragen sind, schreibt sie einfach uns auf Instagram. So, ne? Ja. Wie heißen wir denn da? Schwarz und eng. Schwarz und eng. Podcast. Oder ihr schickt eine E-Mail an moin@schwarzundeng.de und wir freuen uns auf eure Fragen. Also Markus freut sich auf eure Fragen, weil ich kann sie nicht beantworten. Ich bin die Sekretärin meistens. Aber ich lerne was. Ich lerne dann was dazu und lerne dann was für nächstes Jahr. Ansonsten würde ich dieses Thema jetzt erstmal quasi abschließen, aber wir haben ja noch ein paar andere Themen auf der Liste, die wir noch platzieren wollen. Im Schnellverfahren. Genau, ich wollte einmal noch kurz Aktuelles. Aktuelles, das ist jetzt wie bei den Nachrichten, so die Kurznachrichten. Die Kurznachrichten, so, zack, ne? Bum. Ich wollte noch berichten von der Schwarz und Eng. Von der eigentlichen Schwarz und Eng? Von der eigentlichen, von dem Ursprungsformat, von dem Original. So das war ja letzte Woche Freitag, also am 31., wo ich ja dummerweise mal wieder in Berlin rumgehüpft bin. Vorletzte Woche Freitag. Nee, ja. Wenn die Folge jetzt am Montag am 31. Januar, der letzte Freitag im Monat im Toms in Da war ich Hamburg. im Toms dabei und ich war ja auch wieder nach langer Zeit dabei. Und ich muss sagen, es war so toll. Geil. Also, wenn ich nicht vorher schon Fan gewesen wäre, wäre ich an dem Abend richtig Fan geworden. Ich kam eigentlich mit der festen Erwartungshaltung dahin. Geil, heute Abend lutsche ich den Schwanz. Es ist nicht passiert. Ich bin enttäuscht, Alex. Ich wollte erst enttäuscht sein und dachte, nein, dafür hatte ich einen so tollen Abend und es ist nichts Sexuelles passiert. Das war eigentlich eine Enttäuschung, weil ich kam mit einer anderen Erwartungshaltung dahin. Aber es war so toll. Es war voll. Der Laden war brechend voll. Deswegen danke an alle von euch, die uns hier gerade auch hören und die da mit dabei waren. Also ihr seid einfach der absolute Wahnsinn. So toll. Alles Fetisch, Leute. Alles Fetisch, Leute. Dieser Laden war wirklich noch, gefühlt noch nie so fetisch überlaufen wie an dem Abend. Und dabei kommt das Toms ja aus der Richtung quasi in der Historie. Ja. Also ja schön, dass es einfach mal wieder so voll zu sehen. Und auch alles dabei. Also wir hatten Neopren, wir hatten natürlich Rubber ganz viel dabei, ich war auch in Rubber dabei, wir hatten Leder dabei, Puppies waren dabei, Sportswear und wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Wild. So. Und ich bin irgendwie von einem Gespräch ins andere und habe auch ganz viele neue Leute kennengelernt, so zum Thema Socializing. Also das war wirklich richtig, richtig schön. Viele, die berichtet haben, dass sie irgendwie aufgrund unseres Podcasts dahin gekommen sind. Danke. Und auch von weit weg angereist. Wir hatten Leute aus Kiel dabei. Aus Kiel, da lasse ich mal einen Gruß da. Da gibt es auch, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen. Ich lasse trotzdem einen Gruß da. Es gibt in Kiel eine Veranstaltung, auch ein Socializing cool. in Gier. Die haben sogar einen Flyer, völlig professionell. Und die kamen dann auch bei mir an, haben mir einen Flyer gegeben und ich habe den zu Hause immer noch liegen und ich schaue da vielleicht auch mal vorbei, wenn es zeitlich passt. Also es haben sich einfach so ganz viele tolle Community einfach da ergeben, wo ich wirklich sagen muss, das ist doch eigentlich das, warum ich diese Menschen einfach alle so liebe. Müsste ich ja auch mal wieder hingehen. Ja. Ja, schaffe ich bestimmt auch mal wieder oder so. Ja. Wir könnten den Termin ja vielleicht mal auf einen anderen Freitag umlegen. Fühl dich schlecht. Schäm dich. So, auf jeden Fall, Schwarz und Eng, kommt vorbei, letzter Freitag im Monat. Und ich gucke jetzt live. Dieses Mal habe ich aber eine gute Ausrede tatsächlich für den Februar, weil da bin ich halt einfach bei Darklands. Ja, okay. Am Freitag, den 28. Das ist der 28. Februar.
Guck mal, ich fahre am Samstag den 1. in Skiurlaub, glaube ich. Aber du hast S&E tatsächlich im Kalender stehen, oder? Natürlich. Ich habe Freitagabend. mittlerweile alle Fetisch-Events in meinem Kalender Du bist ja eingetragen. ein ganz schlauer. Ja, damit ich mir keine anderen beruflichen Sachen dahin buchen kann. Richtig gut, ne? Du bist richtig gut. Ja. Deswegen bist du auch bei der Vollsumm. Ja. Deswegen, Und? ja. Wenn ich dich jetzt nicht von Schwarz und Eng abbringe, wenn wir schon bei Fetischtermine sind, Ja. du bist ja offensichtlich, habe ich gehört, diesen Samstag in Berlin Ja. und wahrscheinlich auch im Rubber Lab. Ja, da Im muss man- Laboratori. Ja, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, also ich hatte mir als Ziel gesetzt im Dezember, ich möchte im Quartal 1 diesen Jahres mir ein Rubber Full Suit kaufen. Aha. Und das Projekt gehe ich jetzt an diesem Samstag an. Hervorragend. Also, falls mich Menschen von Blackstyle hören, ich werde am Samstag vorbeikommen und den Laden unsicher machen. Ich bin auch da. So, das heißt, Nehmen wir einen werden- Podcast bei Blackstyle auf. Nein, das habe ich nicht gesagt. Da hat er nicht gesagt. Das Okay, hat er das nicht streichen wir gesagt. aus dem Protokoll, sonst hätte ich sofort gewehrt und gesagt, natürlich machen wir das. Aber mit Darklands hast du schon gerade sehr viel vorgelegt. Also, also ich werde auf jeden Fall bei Blackstyle vorbeischauen. Die haben auch im Newsletter gerade so eine Rabattaktion drin gehabt. Das ist jetzt keine Werbung, aber ich muss das einfach sagen, weil es hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich hatte es erst geplant, dahin zu fahren und dann kam dieser Newsletter und ich dachte, hallo, Jetzt sowieso. es kommt wie gerufen. Deswegen, ich fahre dahin und ich gehe auch da Erwartungshaltung. Ich gehe mit dem Ziel dahin, mit einem Fullsuit rauszugehen und den vielleicht sogar abends auszuführen. Kleiner Tipp, geh Samstag so früh wie möglich hin, weil dann haben sie bestimmt noch ein bisschen mehr Bestand im Laden, weil aus Erfahrung an den Rubber Lab Samstagen im Laufe des Nachmittages, abends kommen da ziemlich viele Leute und shoppen da natürlich. Und warum erzählst du das jetzt den ganzen Menschen da draußen? Wenn du mir den Tipp Ach geben fuck, wir möchtest? sind ja vor der Kamera. Scheiße. Oh, Naja, gut. wir werden da sehr früh aufschlagen. Vielleicht sehen wir uns ja dann auch. Ich will da auch Ja. hin. Rabatte. Rabatte, so. Ja. Und dann abends ins Rubber Lab offensichtlich. Ja, genau, da muss ich, also da habe ich auch richtig Bock drauf. Und also das wäre dann mein zweites Mal Lab Aber das erste Mal Rubber Lab. und das erste Mal Rubber Lab. Und Also alle, die uns Ja. sehen wollen, diesen Samstag, vielleicht kriegen wir das Rubber Lab ja mal richtig bumsvoll. Normalerweise ist bei 200-300 Leuten immer Schluss. Also wir sind oft manchmal spät da und irgendwas, du hast ja die Einlassnummer auf deinem Armbändchen, irgendwas um die 200, dann ist meistens Ja. Schicht. Schauen wir mal, was wird. was wird? Ich werde auf jeden Fall, ich freue mich auch da, wenn man mich auch anspricht und vielleicht wiedererkennt. Ich setze einfach eine Maske auf, soll ich meine Ruhe. Du schon wieder hier Anti-Socializing. Also ich stehe dann da, ich werde wahrscheinlich auch doppelte Erwartungshaltung kommen, richtig geilen Sex zu haben, werde den ganzen Abend nur quatschen und mich unterhalten. Du kannst zugucken, wie man mich fistet. Weil im Rubber Lab lasse ich mich sehr gerne fisten. Oh, das wäre wirklich ganz spannend. Ja, dann nehmen wir Aber das doch mal auf die ich muss Agenda. dann dringend meine Fresse halten, weil ich versuche dann, oder werde wahrscheinlich alles kommentieren wollen. Das ist nicht schlimm, weil alle, mit denen ich das mache, das sind alles nicht die Typen Leute, die sagen halt die Fresse beim Sex, sondern wir unterhalten uns da Man im kann mir Zweifel auch einen auch bei. Schwanz in den Maul stopfen. Also dann bin ich auch still. So. Ja, also Oder gibt ein mich bisschen knebeln Sightseeing. oder so. Im Rubber Lab ist es halt so schön, es ist nicht so überlaufen wie Darklands. Ja. Du hast ganz viele Ecken, wo du dich separieren kannst, irgendwie in den verschiedenen Stockwerken auch oder mal eine Ecke hinten beim Richtung Außenbereich. Da hat man einfach mal seine Ruhe und kann sich da zu zweit, zu dritt hinstellen und da kommt auch nicht ständig jemand und platzt da rein oder guckt zu. Mein Gott, kann zugucken, aber es ist keine Menschentraube, die dann um mich herumsteht vielleicht. Ja, guck mal, bin ich gespannt. Ja. Vielleicht berichten wir davon. Ja. Ich hab da keinen Schmerz mit. Ansonsten, was wir noch haben, habe ich mir auch aufgeschrieben, da sollten wir auch einmal drüber reden, weil es einfach wichtig ist. Es ist erstmal völlig off-topic und es ist jetzt ein absoluter Bruch, aber es ist einfach wichtig, denn jede Stimme zählt, ihr habt es mitbekommen, hoffentlich, es sind Bundestagswahlen und jeder, der nicht wählt, das ist wirklich eine Schande und da muss ich leider sehr, sehr wertend werden. Jedes Kreuz ist wichtig und es ist theoretisch erstmal egal, wo ihr euer Kreuz, fast egal, wo ihr euer Kreuz setzt, das ist meine persönliche Meinung, aber wählen ist wichtig, nur so funktioniert Demokratie und das ist einfach eine Kernaussage, die ich in diesem Fall jetzt erstmal, ohne dass wir uns abgesprochen haben, einfach hier mache. Alles in Ordnung. Und dieses Mikrofon nutze und ich vermute mal, ich werde irgendwie auch deine Meinung gerade irgendwie so halbwegs damit greifen. Und es ist eine Aktion, die einfach, finde ich, auch ganz, ganz toll ist. Das ist die Demonstration, die stattfindet mit dem Titel Wähl Liebe. Es ist ja quasi ein Winter-CSD in den großen deutschen Städten, muss man ganz klar sagen. Ja. Also es ist ja wirklich nicht nur eine Demo, sondern es ist in allen deutschen großen Städten, wo ein großer Verein hinter den Prides steht, gibt es einen 5 vor 12. Genau, 5 vor 12. Ja. Ein quasi Mini-Winter-CSD. Es gab es, glaube ich, solange ich zurückdenken kann, noch nie. Ja. Und das ist aber auch wichtig. Das ist toll und auch Hamburg Pride ist natürlich mit dabei, da wir jetzt hier Hamburger Urgesteine möchte ich nicht sagen, aber Hamburger Lokalpatrioten sind.
kommt vorbei. Also Samstag, 15. Februar. Aber 5 vor 12. 5 vor 12 Auch ist in relativ Berlin, einfach zu merken, auch in Berlin. Wir werden halt leider gerade wahrscheinlich im Auto sitzen dann. Das zu der könnte Zeit, sein, ich aber werde die Hupe betätigen. auf der Autobahn. 5 Ja. vor 12. Aber bitte, 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 bitte. Seid vor Ort dabei, aber viel wichtiger, setzt eure Stimme, weil jede Stimme zählt und jede nicht abgegebene Stimme ist am Ende eine Stimme für die falsche Seite. Das ist wohl so. Nein, da stimme ich absolut zu. Ist richtig. Das, vor allen Dingen, wir sind da drauf gekommen, weil wir gerade auch Werbung gesehen hatten für diese Genau, CSD-Demo. Ich hatte meinen Laptop aufgeklappt und es war tatsächlich ein Newsletter vom Hamburg Pride da. Und ich glaube, wenn wir da auch, ich sag mal, als ganze Community irgendwie uns zusammenschließen. Das betrifft uns ja auch. Also wenn unsere Rechte wieder, also wir hatten es ja in der Folge über das Buch jetzt erst. Ja. Also man sieht ja, wo wir herkommen und wie schlimm es sein kann, wo man dann auch vielleicht fetisch wieder nicht mehr, also es ist ja gar nicht so weit weggegriffen. Ja. Also die Stimmen, die da hochkommen gerade, die würden uns ja auch am Ende wieder verbieten, Fetisch offen ausleben oder Schwulsein offen auszuleben. Und ich glaube, da will keiner von uns wieder hinkommen an dem Punkt. Auf gar keinen Fall. Dafür liebe ich mein Leben zu sehr und die Offenheit, die ich hier leben kann, im Beruf, überall. Und dafür haben Generationen vor uns viel zu doll gekämpft. Ja, oder absolut. kämpfen müssen. Deswegen so. Jetzt haben wir nochmal so eine. So ein Dämpfer zum Schluss. Ja, aber das ist wichtig. Aber es war gut. Am Anfang wollte ich das Thema eigentlich erst zu Anfang machen. Ich habe davon abgeraten. Es ist gut, dass wir es zum Schluss gemacht haben, weil jetzt kann man sagen, jetzt haben wir alles erzählt und jetzt können wir quasi. Jetzt stoßen wir nochmal an, dass wir hier mit dem guten Sekt vom Markt einfach. Guck mal, warte, ich muss einmal austrinken. Ja, jetzt stoßen wir nochmal auf Ficken, Feiern und Fröhlichkeit an, denn das ist ja unser Motto heute gewesen mit Darklands. Und in dem Sinne, Cheers. Auf dich. Oh, was wir noch vergessen haben, natürlich mal wieder ganz zum Schluss. Ja. Total schlau. Ich muss das mal trinken. Wenn ihr die Folge guckt, dann bitte in Gier. Ist natürlich schlau, wenn ich es jetzt zum Ende sage. Zieht euch jetzt an und. Zieht euch jetzt Gier an und postet, nachdem ihr die Folge gesehen habt, noch ein Foto in Unangenehm. Gier. Unangenehm, ja. Naja, Profis, die uns hören, wissen ja mittlerweile, wie das funktioniert. Ja. Funktioniert ja auch Vielleicht super. kann ich da noch mal kurz erwähnen. Ich sehe heute aus wie ein Astronaut. Die Redezeit, ach komm, jetzt scheiß mal auf die Folgenlänge. Ich sehe aus wie ein Astronaut. Ich habe mich in Alufolie geworfen quasi. Ich habe nämlich Gebrauchtgier gekauft. Haben wir ja auch schon mal gesagt, ist immer wieder gut. Habe ich auf Instagram gesehen, jemand verhökert was. Habe ich gleich zugeschlagen. Zack, direkt hier angezogen. Es sieht hervorragend aus, vor allem mit den TNs dazu. Und wir haben uns auch unabgesprochen die gleichen TNs angezogen heute. Ja. Also, ich will noch gar nicht aufhören. Ich finde das gerade so angenehm. Es ist jetzt mal Schluss hier. Okay. So. Wie hören wir denn auf? Ja, Ende. Nee. Oh, wir haben was vergessen. Wir müssen noch einmal klatschen. Wieso müssen wir klatschen? Synchronisierung, Bild und Ton haben wir noch nicht gemacht. Aber das ist jetzt zu spät. Jetzt ist es zu spät. Ja, normalerweise, wir brauchen so eine Filmklappe eigentlich. So, bevor wir jetzt weiter lange schnacken. Okay, du merkst, ich bin gerade voll in Redelaune, ne? Wir werden mal wieder eine Folge aufnehmen, gehe ich mal von aus. Ich beende das Drama jetzt hier mal. Wir hören uns bald wieder und es war schön. Ich bringe Alex jetzt mal zum Ende. Es war eine tolle Folge. Tschüss. Danke, tschüss.